läuft. Ja, herzlich willkommen. Sabine Theisen-Schwede mein Name und mein Thema heute ist das Zehnfinger-Tastschreiben. In der heutigen Zeit der Digitalisierung, warum lernen wir das eigentlich noch? Hat es eigentlich einen Vorteil? Wir merken, Tastschreibkurse werden immer mehr gefragt, also muss sich ja irgendwer was davon versprechen. Und ich finde diesen Begriff Digitalisierung interessant und frage mich ja auch immer wieder, was soll das eigentlich sein? Seit über 20 Jahren reden wir vom papierlosen Büro und jetzt ist auf einmal Digitalisierung so gehypt. Und genau darum geht hier heute unser Seminar, unser Vortrag. Muss man das eigentlich noch lernen und wenn ja, welche Vorteile hat das denn eigentlich? Ja, was bedeutet Digitalisierung? Habe ich bei Wikipedia einen schönen Spruch gefunden. Den muss ich selber ablesen. Ich meine, wer erfindet sowas? Überführung analoger Größen in abgestufte Werte zum Zwecke, sie elektronisch zu speichern oder zu verarbeiten. Ja. Die Vorteile bei der Digitalisierung, wenn man es also abgespeckt verarbeiten kann, langfristig verfügbar, schnell zu verarbeiten, wortweise durchsuchbar, kennen wir alle, PDF-Dateien, kannst du trotzdem den Text durchsuchen, wenig Platzbedarf, Vervielfältigung ohne Qualitätsverlust, leicht zugänglich überall in der Welt. Genau darum geht es nämlich, von überall zugreifen können. Die Frage ist jetzt allerdings, wie sieht das denn, machen wir das mal an einem Beispiel fest. Ich kann so abstrakt immer auch nicht. Und Beispiele, da bin ich dann sehr für haptische Dinge. Ein Papier, aber ein besonderes Papier. Legen wir noch zwei hier hin. Wenn Sie das mal anfassen, wenn Sie sich das mal genau anschauen, wie fühlt sich das an? Das ist nämlich strukturiert. Ne? Das kann man fühlen. Jetzt wird dieser Brief eingescannt. Ein abgestufter Wert bedeutet dann nämlich, Sie werden die Papierstruktur nicht mehr spüren. Wir können das zwar auch digital aufschlüsseln. Wie sind die Vertiefungen in dem Papier, wie sind die Erhebungen in dem Papier, das kann man alles mathematisch genau festlegen. Aber dem ganz normalen Bild oder dem ganz normal eingescannten sieht man und fühlt man es ja nicht mehr an. Wie haben sich die Grafiken und Farben verändert? Gibt es Bleistiftnotizen und können Sie die noch genau lesen? Das lässt sich ja an einem Beispiel festmachen, das Sie schon in der Hand haben. Hier habe ich es nämlich gescannt. Wenn Sie mit diesem Ergebnis, das ist jetzt natürlich verkleinert, weiterarbeiten müssen, dann merken Sie Verluste. Unser schönes DVVO-Qualitätssiegel sieht auf Ihrem Papier ein bisschen anders aus. Jetzt macht der Beamer natürlich auch noch mal was. So viel zu abgestuft. Die Farben sind anders und meine Unterschrift, das ist auch gar nicht so einfach, auf so einem strukturierten Papier zu unterschreiben. Aber wenn das abgescannt wird, dann fällt es schon wieder anders aus. Ein Scan-Ergebnis, Papierstruktur ist nicht mehr zu erahnen, Grafiken, Bilder, Farben sind verändert und eine Bleistiftnotiz ist vielleicht gar nicht mehr erkennbar. Das ist natürlich alles eine Frage, wie hochwertig lasse ich scannen, wie gut ist mein Scanner. Aber wir reden jetzt mal so über Handelsübliches. Jetzt reden wir mal über Text und Digitalisierung. Das ist nämlich das Spannende. Wir wundern uns ja, warum kommen denn in der heutigen Zeit Leute zu uns ins Seminar und sagen, ja, unsere Firma digitalisiert. Demnächst, jetzt wollen wir Zehnfingerschreiben lernen. Ich denke, wie? Ich dachte, jetzt wäre eigentlich der Drops gelutscht. Mitnichten. Schnell verarbeiten, wortweise durchsuchbar und wenig Platzbedarf geht ja nirgendwo besser, als wenn ich es ohnehin schon reingeschrieben habe. Ich habe also nicht mehr die Zwischenstufe eines handschriftlichen oder anders wie erfassten Dokuments, sondern ich schreibe es direkt rein in die Maschine. Nehmen wir mal Beispiel Briefe schreiben. Wenn das richtig schön geschrieben ist, sodass Sie auch, wenn ich es geschrieben habe, Sie es lesen können, dann bedeutet das, ich habe so circa in einer Minute 70 Zeichen auf Papier gebracht. Mir ist das nicht, ich habe es wirklich gestoppt. Ich habe gesagt, komm, das müssen wir mal ordentlich machen, dass man das auch wirklich schön lesen kann. Wenn ich tippe, habe ich in einer Minute aber als Profi, der viel schreibt, 300 Anschläge und mehr.
In 10 Minuten schreiben wir Ihnen eine ganze Seite runter, das ist überhaupt kein größeres Thema. Dann haben wir die A4-Seite eng gepackt beschrieben. In nur 10 Minuten. Das machen Sie mal handschriftlich, mit kleiner Schrift, aber leserlich. Das ist jenseits von Spaß. Eine Word-Datei mit einer leichten Grafik hat an die 76 Kilobyte Größe, jetzt wird es technisch. Wenn ich dieselbe Datei zur PDF mache, sind es 409 Kilobyte. So viel zu weniger Platzbedarf. Gemessen aber am Papier sehr wohl weniger Platzbedarf. Weil, wie sieht das aus mit Ihren Büchern, die Sie in den Schränken stehen haben, im Vergleich dazu, zu den ganzen Dokumenten, die Sie im Rechner drin haben? Das passt auf einen USB-Stick. Ihre Bücher machen eine Menge Arbeit beim Umzug. Der Einfluss auf die betrieblichen Abläufe sind auch ein Grund, warum digitalisiert wird. Wenn ich von überall aus der Welt zugreifen kann, dann verschlankt das natürlich die Verfahren. Und darum geht es ja der Wirtschaft. Deswegen ist sie da so hinterher. Ja? Wir haben eine Effizienzsteigerung, folglich eine wirtschaftliche Verbesserung. Die Informationen sind schneller, die Kommunikation ist schneller, das erleben wir ja alle tagtäglich. Da heißt es dann schon, schick mir doch mal die Datei mal eben kurz rüber, hängt das an eine E-Mail dran, bis hin zu, dass wir sagen, wir treffen uns in der Cloud. Arbeitszeitersparnis ist dann ja völlig klar. Eine Archivierung ist kostengünstig, ich spare mir das ganze Zeug. Keine Ordner mehr, keinen Schrank mehr, dafür muss ich natürlich den Rechner hinstellen. Es werden nur noch die Originalurkunden erhalten, weil da ist dann das Siegel drauf, mit Wachs gegossen, womöglich vom Notar. Dann darf nichts passieren, das ist die Originalurkunde, dass Sie der Eigentümer des Hauses sind. Ja, aber alles andere, digital und gut archiviert. Weiterverarbeitung ist klar, vervielfältigen, ich drucke das nochmal. Ich schicke es einfach dem weg und das Schicke ist auch noch, ich kann es kombinieren. Nicht mehr irgendwelche Schnipsel ausschneiden und dann zum Kopierer gehen und irgendwas mit abgedeckt haben. Hier können wir das sehr schön sehen, unsere beiden Bilder werden einfach auf das dritte Bild gesetzt und es entsteht ein neues. Das ist der Grund, warum die alle in die Digitalisierung wollen. Das ist doch wunderbar. Was sparen wir uns da alles? Wie sieht das denn mit Ihnen aus? Wer von Ihnen kann 10 Finger schreiben? So richtig blind? 1, 2, da geht schon. Ja, na Frau Karlert, wie sieht's aus? Ja? So lala, meine Lizenztrainerin. 1970. Da bin ich so durch die Schulzeit gegangen. War das üblich? 1 bis 2 Jahre wurde Tastschreiben für kaufmännische Berufe gemacht. Das waren so 90 Minuten dann jeweils oder auch nur 45. Handelsschule, höhere Handelsschule, Berufsausbildung, überhaupt keine Frage. Die Rechtsanwaltshilfen waren die besten, weil die auch dauernd schreiben mussten. Prüfungstempo 180 Anschläge, 0 Fehler, ist klar, sonst gibt es keine 1. Und das bedeutet 2,5 Zeilen in einer einzigen Minute. Das musste schon sein. Im Jahr 2000 wunderte ich mich dann, dass ich als EDV-Trainerin von meinen Kunden gefragt wurde, gehen Sie auf Tastschreibkurse? Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Da wird ja wohl in der Berufsschule alles weggeräumt. Wir arbeiten im PC, das wird doch wohl Pflichtfach sein. Die müssen jetzt vom Banker bis sonst wohin alle durch Tastschreiben. Ja, Flöte pieken, nichts ist der Fall. Die ersten Firmen fragen an. 2004 habe ich dann das erste Schnelllernsystem in die Finger bekommen, wo man das an einem Tag lehren konnte. Und da wusste ich so, jetzt passt es zu mir, das will ich wohl machen. Und seitdem steigt jährlich die Nachfrage. Und zwar so, dass ich 2010 ein Unternehmen gegründet habe, die Zehnfingertechniker, die wirklich nichts mehr anderes machen, als so ein multisensorisches Lernsystem in die Schule zu bringen, an den Trainer zu bringen und die Trainer in die Firmen. Die Nachfrage steigt halt bei privat, Eltern suchen Kurse für ihre Kinder. Es ist erstaunlich, die Schulen stehen hier und sagen, na, klassisch ist es jetzt nicht toll, gibt es nicht was Schöneres. Und Weiterbildungsanbieter sind auch schon auf den Plan gekommen, die Umschulungen machen oder in Firmen anbieten. Spannend fand ich, als ich anfing, das wirklich mehr zu vermarkten, was machen eigentlich die Berufsschullehrer, was erzählen die mir, weil ich ja gedacht habe, die machen das jetzt alle.
Die erzählen mir fröhlich, wenn wir um die Altersklasse so ab 16 Jahren, wenn wir in die Berufsausbildung reden, bis hin zu den Erwachsenen in der Ausbildung. Sagen wir die Berufsschullehrer, wir starten in aller Regel mit einer freiwilligen AG, weil aus sämtlichen Ausbildungen ist es raus. Ich war erschrocken, nicht mal mehr die Anwaltsgehilfinnen sollen dafür geprüft werden. Ich kann es bis heute nicht verstehen. Sie starten dann in der Regel mit 30, weil die sagen, oh, könnte ja Sinn machen. Vor allen Dingen sagen die Eltern, mach da mit. Ja, das macht eine Berufsschule für dich. Billiger kommst du nicht dran. Und ans Ziel kommen die maximal mit 10 Leuten. So viel verlieren sie unterwegs. Der Grund dafür, unsere Schüler sind schon schnell. Wir haben einen Test auf unserer Webseite. Und da werden Leute, die in die Profiklasse 320 Anschläge kommen, gebeten, schreiben Sie uns, wenn Sie es gar nicht mit dem Tastschreiben geschafft haben, sondern anders tippen können. Und da erlebe ich wirklich Leute, die mir sagen, ich habe Ihr Sätzchen abgeschrieben, 520 Anschläge, aber das Zehnfinger-Schreiben kann ich nicht. Ich habe gestaunt und gucke da mal die Fehler nach und stelle fest, auch nicht so besonders viele. Also die können es wirklich. Folglich haben sie gar nicht die Einsicht, was ist denn der Nutzen, wenn ich jetzt umlerne? Das kostet mich Energie und was habe ich davon? Und wenn dann noch jemand herkommt und sagt, jetzt wollen wir das mal schön lernen, kleiner Finger, A, S, D, F, dann steigen die gleich aus. Das ist ja jenseits von Spaß. Unser Trainerteam wiederum erlebt es ja nun genau andersrum. Die Firmen beauftragen von Jahr zu Jahr mehr Trainer, damit deren Mitarbeiter ausgebildet werden. Weil die Mitarbeiter in Zielvereinbarungen oft schon sagen, also ich glaube, wenn ich das schreiben könnte, dann wäre ich effizienter. Da muss nur einer mal in einem Meeting gesessen haben und hat Zehnfingerblind mitprotokolliert. Dann geht es aber los. Ja, da wollen die alle dran. Neue Mitarbeiter und Auszubildende müssen heutzutage oftmals bei Firmen nachweisen, dass sie Zehnfinger schreiben können. Und die Firmen erwarten sogar schon eine gewisse Qualifikation. Die geben also eine Anschlagsmenge vor. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist das der Fall. Denen ist nur egal, ob es Tastschreiben ist. In den Firmen sieht es anders aus. Die wissen, dass sie das Tastschreiben haben wollen und aktuelle Prüfungsergebnisse werden verlangt. Nicht vor 4 Jahren aus der Schule gekommen sein. Das wissen die Firmen auch. Wer da nicht dran bleibt, dann ist es weg, diese Kompetenz. Banken, Versicherungen, öffentlicher Dienst fallen hier besonders auf, dass die wirklich schon klare Vorgaben machen. In Bayern steht es seit 3 Jahren für die 5. und 6. Klasse im Schulplan. Ausnahmegymnasium. Worüber die Realschule glücklich ist, weil dann kommt das Gymnasium, der ein oder andere Umsteiger in der 7. Klasse in die Realschule, die sind alle fertig damit und der kann es nicht. Ja? Und schon sind die Eltern wieder unglücklich, weil die wieder sagen, wo kriegen wir denn jetzt einen Kurs für unseren Sohn und unsere Tochter noch her? Weil deren Schule hat das ja schon in den 2 Jahren davor erledigt. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sagen, ihr müsst Tastschreiben lernen bis zur 8. Klasse, aber wie? Macht mal. Die Eltern werden schon richten. Also engagierte Schulen unternehmen da was, aber ich höre halt immer wieder, machen, selbst organisieren, ist da der erste Fall. Und in der Erwachsenenbildung erleben wir, dass Akademien, die in der Umschulung und Weiterbildung der Erwachsenen tätig sind, festgestellt haben, in den kaufmännischen Ausbildungen Tastschreiben zu integrieren und dann wirklich ihre Umschüler rauszulassen mit einer Kompetenz des Tastschreibens, sind Trendsetter, aber noch selten zu finden. Das Problem ist hier natürlich auch, dass solche Umschulungen gern von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Die kriegen nicht 1 Euro mehr dafür, dass sie bessere Ergebnisse erzielen. Und sie wissen nicht, wie sollen sie das zeitlich noch in den dick gepackten Stoff packen. Wenn wir aber herkommen und sagen, 1 Tag erledigt, das ist gangbar. Dann wissen die, das kriegen wir eingeordnet und im Weiteren können wir dann in Word-Kursen auch immer wieder sagen, ihr habt es gelernt und nutzt es auch und das Training starten. Neues Schlagwort habe ich mir letztes Jahr angeguckt auf der Personal. Da ging es ums betriebliche Gesundheitswesen. Da haben wir das nämlich auch. Ein Vielschreiber.
also der ein Buch schreibt, in den Schreibbüros sitzt, die schreiben 80.000 Anschläge am Tag. Sagen wir mal 80.000 Zeichen ungefähr. Und das bedeutet, eine Seite hat 2.600 bis 3.100 Anschläge, also Zeichen, wenn sie dicht geschrieben wird. Ein Zwei-Finger-Systemschreiber produziert dann, um dieselbe Menge hinzukriegen, aber 30.000 Aufbewegungen. Wo ist die Taste? Was habe ich geschrieben? Was sollte ich schreiben? Ja? Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Durchschnittlich erstellen wir aber alle weniger. Es sind ja nur einige, die wirklich dermaßen viel noch mit dem PC unterwegs sind. Die meisten schreiben ihre E-Mails, schreiben mal das ein oder andere Protokoll oder einen Geschäftsbrief. Dann kommt man aber trotzdem im Laufe eines Tages im Durchschnitt mal locker auf 3 bis 10 Seiten. Also 18.000 Zeichen. Das alles ist eine Studie von Ergo Online. Also das ist nichts, was wir jetzt hier so erfunden haben. Was bedeutet das jetzt? Ich habe eben ein nettes Gespräch gehabt in der Nachbarhalle, wo mir eine Dame sagte, es geht ja um Schönschreiben, Schreiben generell tut was. Ich kann mir besser Dinge merken, wenn ich es schreibe. Und dann habe ich ihr erklärt, ja, und mich fragen die Leute, wie lange glauben sie denn, dass man 10-Fingerschreiben noch wird? Wir haben heute Dragon Speech, wir haben Siri, wir haben Cortana bei Microsoft, Siri ist ja bei Mac. Wie lange wird es noch gebraucht? Und wird alles diktiert. Und da sagt sie zu mir, wie? Sind selbst Sie mit den neuen Medien schon wieder veraltet? Ja, sicher. Ne? Das Zeitalter, das Digitale, das schreitet voran. Oder vielleicht sind wir nicht veraltet, weil es der Medienmix ist. Zwei-Fingersystem, Spracheingabe und Zehnfingersystem mal gegenübergestellt. Die Augenbelastung ist beim Zwei-Finger-Systemschreiber natürlich enorm. Die Spracheingabe, die hat es einfach. Guckt in den Monitor und schaut, was hat sie geschrieben, falls sie es macht. Und wenn man mit 10 Fingern schreibt, dann tut man das auch. Und liest schon Korrektur, während man seine Texte erfasst. Außer man schreibt auch. Nacken, Rücken, Handbelastung beim Zwei-Finger-Techniker sind enorm. Selbst wir nennen sie Zwei-Finger-Techniker. Wir wissen längst, sie sind mit 4 unterwegs. Ja? Aber man kann davon ausgehen, also wir nehmen sie unter diesem Begriff, es sind so 2 bis 6 Finger unterwegs und die Belastung ist natürlich enorm. Konzept angucken, Tasten suchen, Monitor schauen, das geht immer in dieser Achse, das ist so ein Dreikampf. Ne? Während Spracheingabe, die beneide ich schon ein bisschen. Also in Härtefallen, mit einem guten Mikrofon, können die sich sogar auf die Couch fläzen und Text eingeben. Da fehlt dann zwar die Körperspannung, die ja auch zur Konzentration hilfreich wäre, aber jeder, wie er es ausprobiert hat, wie er es für sich gut empfindet und wie es für ihn auch wirklich gut funktioniert. Der 10-Finger-Tastschreiber lebt allerdings mehr im rechten Winkel. Wir sitzen gerade und nutzen die Lehne, so jedenfalls möchten wir das gern, wenn wir schon. Wir haben die Finger in einem rechten Winkel und auch Oberschenkel und Unterschenkel. Aber wir sitzen dabei schön entspannt, der Körper wird vom Sitzmöbel geführt und gestützt und arbeiten mit lockeren Handgelenken. Während der Zwei-Finger-Techniker schnell ermüdet und ich bin beeindruckt, wie lange die Jugend das durchhält, dieses Gucken und Suchen. Trotzdem, das Gehirn ermüdet, die Augen ermüden, weil man dauernd mit dem Suchen der Buchstaben beschäftigt ist. Mentale Beanspruchung bei jemandem, der diktiert, ist natürlich enorm. Er muss sich merken, was hast du schon gesagt, was kommt als nächstes, ja? Und das kostet natürlich Konzentration, während der 10-Finger-Tipper abschreiben kann, strukturierter ist, auch schneller mal wieder sieht, was hast du schon gesagt, als der erst zurückspulen muss und dann wieder zum Weiterdiktieren geht. Und als letztes 70 bis 500 Anschläge in der Minute plus Korrekturzeit. Das ist für einen Zwei-Finger-Tipper für mich immer noch Wahnsinn, dass es machbar ist, aber das ist, was uns bewiesen wird und es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr zur Didacta-Zeit aus Helsinki. Die hat das auch nochmal belegt und auch die Augenbewegungen untersucht. Die kommt zum selben Ergebnis. Spracheingabe ist natürlich toll, ob ich tippen kann oder nicht. Das Ding zeichnet so schnell auf, wie ich rede. Ich muss natürlich akzentuiert reden und meine Sprachsoftware muss sich erstmal an mich gewöhnen. Und wehe, jetzt bin ich erkältet,
und habe einen anderen Ton. Dann haben wir plötzlich wieder viele Tippfehler. Während beim Zehnfinger-System sind wir auch in dieser Geschwindigkeit unterwegs. Meistens haben wir ja sogar vorweg schon korrigiert, was derjenige, der diktiert, hinterher auf jeden Fall ja auch nochmal muss. Umstellungen einsetzen, die Schreibfehler rausholen, die sein Programm womöglich gemacht hat. So viel zu, muss man das jetzt können oder nicht? Es hat sehr viele Vorteile, wenn man es kann. Und es gibt ja so wunderbare neue Lernsysteme. Ein Tag ist unser Versprechen und Sie können es auswendig. Sie haben getippt und jetzt geht es natürlich aber noch ins Üben. Das braucht eine Zeit, bis das Gehirn Neuronenbahnen bildet für die neuen Bewegungen aller Finger auf der Tastatur. Und dafür machen wir mal eine kleine Lernprobe. Bisher haben Sie hier schön zugehört, das war sehr lieb von Ihnen. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen was ausprobieren. Es tut nicht weh, macht Spaß. Es geht um den Buchstaben F. Wenn Sie im Wald sind, es ist kühl, kalt, Sie haben sich Holz gesammelt und Sie haben Streichhölzer mit. Was werden Sie sich dann wahrscheinlich anstecken? Jetzt traue ich mal tun. Irgendwie habe ich jetzt das Wort Feuer gehört. Feuer, genau. Ich bin verstärkt, also von Ihnen muss da mehr kommen jetzt, lautstärkemäßig. Passt. Wenn wir jetzt mit dem linken Zeigefinger in die Oberreihe gehen, haben wir da das R. Oh, da war ich zu schnell mit dem Finger, was? Ja, damit erspare ich Ihnen das Erraten des Herrn auf in Metall gewandelt und auf hohem Ross. Das ist jetzt schon klar. Und was ist denn mit dem V? Das ist ein Wesen mit langen spitzen Eckzähnen und blutdürstig, sagt man ihm nach. Vampir. So sieht das nämlich aus. Auf die Weise kann man auch Tastschreiben lernen. Man weiß jetzt, der Zeigefinger ist zuständig für diese 3 Buchstaben. Und darüber erzählen wir Ihnen auch noch eine Geschichte, vertonen die mit Soundeffekte, da knurrt und knarrt an allen Ecken und setzen noch verschiedene Systeme drauf, mit denen Sie dann weiter lernen und das Erlernte vertiefen. Wir haben die Karte, die Sie eben sahen, die gibt es echt auf A4, auf A3. Da haben wir Aufkleber für. Es wird natürlich getippt. Die Idee mit den verbundenen Augen hatten die Kinder selber. Man kann es dann auch noch anders gestalten, indem man Pappen draufstellt und man eben nicht sehen kann, wo die Buchstaben sind. Das erleichtert es dem Gehirn, in den Automatismus zu kommen. Wir machen Übungen mit unseren Leuten. Oft sind Lehrer ganz verdutzt, wenn die hierher kommen und sagen, jetzt stehen die da im Grünen. Das soll doch Tastschreiben werden. Ja, wenn es darum geht, Wissen zu wiederholen und damit zu vertiefen, dann kann ich das auch auf der grünen Wiese. Sonst ist es ja üblich, EDV-Training, Sonne lacht, wir sitzen mit unseren Teilnehmern im Dunkeln, weil wir ja die Sonne rauslassen müssen, wir müssen was am Monitor erkennen können. Und so sind die dann ganz verdutzt, wenn wir sogar auf die Wiese gehen und das schöne Sonnenlicht nutzen können und dort Übungen machen, um dann hinterher wieder in den Schulungsraum zu gehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Donnerwetter. Ich bin aber sowas von in der Zeit. Ich habe gedacht, das schaffe ich gar nicht mit dem vielen Stoff. Das war es nämlich schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie unsere Materialien mal anfassen wollen, genau da drüben hinter mir stellt, ist nämlich unser Stand mit den lila Luftballons. Und wir haben alles da und können es Ihnen zeigen und Ihnen weitere Informationen geben. Herzlichen Dank und noch viel Spaß auf der Didacta.